Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Tja, ich sitze draußen im Garten, hatte gerade eben schon ein Video fertig gemacht für eine meiner Kornkopfpfeifen und dachte dann bei der Gelegenheit, ach, wenn du schon dabei bist, dann rauchst du auch die Pfeife. Und da ich diese für bestimmte Tabak abgestellt habe, habe ich mir natürlich auch einen dieser Tabake geschnappt und dabei festgestellt, ui, den hast du noch gar nicht vorgestellt. Also gesagt, getan, Pfeife vorbereitet, Pfeife gestopft und vorstellen möchte ich euch heute folgenden Tabak. Es ist aus dem Hause Chambersville in Chambersburg, Pennsylvania, der Maple Leaf. Ich habe den Tabak 2015 müsste es gewesen sein, hatte ich mir den gekauft, zusammen mit diversen anderen Tabaken. Verkauft werden die Tabake in solchen Zipbeuteln und erstaunlicherweise, das hatte ich ja auch schon beim Raspberry Cream gesagt, erstaunlicherweise ist der Tabak perfekt konditioniert. Die amerikanischen Tabake kommen ja meist viel zu feucht heraus, man muss sie oftmals lüften lassen, bevor man so richtig rauchen kann. Hier hat es einfach den Vorteil, der Tabak war lange drin, der Tabak hat jetzt die perfekte Konditionierung, nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ich habe ihn schon entsprechend die Pfeife eingebracht und da würde ich doch mal sagen, ich zeige euch mal kurz ein paar Eindrücke vom Tabaksbild und dann machen wir entsprechend weiter. So, das Tabaksbild habt ihr ja soeben gesehen. Es ist also eine klassische Mixture und das Ganze halt wohl ziemlich Burley basierend. Wenn wir uns das Ganze hier nochmal angucken, schön braun, schön locker. Und wenn man halt am Tabak duftet oder riecht, besser gesagt, es riecht angenehm. Es riecht leicht schokoladig und das ist halt für mich ein Zeichen dafür, Burley. Leichte Schokoladen, leicht nussige Noten. Und nach all den Jahren kommt auch immer noch so ein Hauch von Ahornsirup durch. Was ja auch der Grund war, weshalb ich mir den Tabak geholt hatte. Weil hier auf dem deutschen Markt kennen wir ja vor allem den Rum and Maple. Später, nachdem Mac Baren ihn ja neu aufgelegt hat, nach dem Weggang von Planta, haben sie ihn ja auch direkt umbenannt in R&M. Einfach halt nur, weil ja die Aromatisierung nicht mehr im Namen stehen darf. Von Sutliff hatte ich inzwischen den Sutliff's Private Stock Maple Street und war natürlich dann bei Borswells neugierig, was hat es mit dem Maple Leaf auf sich. Ich habe ihn per dato noch nicht geraucht, aber in gewohnter Weise, bevor ich auf das eigentliche Rauchen eingehe, zunächst noch mal kurz das Bild der Pfeife mit dem Tabak und dann machen wir entsprechend munter weiter. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Hier ist nochmal die Pfeife. Dazu hatte ich ja auch jetzt ein Video, wie gesagt, heute gemacht. Pfeife rausgeholt und dachte mir, bei der Gelegenheit rauchst du auch gleich ein Pfeifchen.
Ich habe den Tabak in meiner gewohnten Weise eingebracht, habe nach oben hin sicherheitshalber mal ein bisschen Platz zum Kopfrand gelassen, weil die Erfahrung zeigt, dass sich Boswell Tabake ganz gern aufbäumen. Und gehen wir mal direkt ins Eingemachte. Es war gut, ein bisschen Platz nach oben zu lassen. Der Tabak hat sich ein bisschen aufgebäumt, aber nicht ganz so schlimm wie erwartet. Asche ist schön geglättet. Gleich beim ersten Entzünden hat der Tabak die Glut sehr gut und gleichmäßig angenommen und gibt sofort ein angenehmes, mildes Aroma ab. Der Rauch ist weich, der Rauch ist mild, enthält aber trotz allem eine gewisse Würze. Und ganz im Gegensatz zum in Deutschland erhältlichen Rum and Maple respektive R&M schmeckt man hier, selbst nach all den Jahren, wie gesagt, ich rede von 2015 müsste ich dort gewesen sein, 14 oder 2014, 2015, und man schmeckt immer noch das Ahornaroma. Besser gesagt das Ahornsirup-Aroma. Bedingt dadurch ist natürlich der Maple Leaf von Boswell nicht ganz so süß wie die anderen Aromaten, die ich im Laufe der Jahre hatte. Ahornsirup ist zwar süßlich, bringt aber auch ähnlich wie Honig so eine gewisse Würze mit sich, und das ist hier sehr gut wiedergegeben worden. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man tatsächlich Ahornsirup in verdünnter Form zur Aromatisierung herangezogen haben wird. Hier in Deutschland ist Ahornsirup ja verhältnismäßig teuer. In den USA habe ich schon gesehen, dass Ahornsirup genauso wie Maissirup ja oftmals sogar in Gallonen verkauft wird, also in 4-Liter-Kanistern. Man merkt dort halt eigentlich nur die Nähe zum entsprechenden produzierenden Nachbarland Kanada. Wir müssen es ja immer erst nur über den großen Teich hier importieren. Dort geht es auf kleinem Weg, und ich könnte mir vorstellen, dass die Zölle zwischen USA und Kanada günstiger sein werden als die Zölle zwischen USA und Deutschland bzw. Kanada und Deutschland. Der Rauch ist weich, mild, hat dieses Ahorn-Flavor, dieses Ahornsirup-Flavor dabei und eine doch wirklich sehr angenehme Süße, die aber nicht zu überfrachtend ist. Also ein Hocharomat ist es nicht, es ist ein Aromat, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, die Tabake von J.M. Boswell sind natürlich speziell für den amerikanischen Markt gemacht. Das hat natürlich für uns den Vor- und Nachteil zugleich. Die Tabake sind nicht ganz so stark aromatisiert oder nicht ganz so stark im Aroma wie bei uns. In den USA raucht man ja hauptsächlich ohne Filter. Bei uns, Tabake für den deutschen Markt, werden deutlich kräftiger aromatisiert. Einfach nur, weil die meisten Pfeifenraucher in Deutschland eben Filterraucher sind. Und der Filter absorbiert ja nicht nur das Kondensat, Teer und alles, sondern absorbiert natürlich auch einiges vom Aroma. Tja, kaum bin ich hier, mache ein Video, ist hier wieder einer am Schwerstarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, Tabak immer noch schön mild, schmeckt schön nach Ahornsirup, nicht zu überfrachtet, zumindest nicht, wenn man einen entsprechenden 6 mm Filter drin hat, wie bei mir. Die einzelnen Tabake selbst kann ich hierbei nicht herausschmecken. Das ist eben aufgrund der Aromatisierung praktisch unmöglich. J.M. Boswell stellt zwar auch entsprechend naturnahe Tabake her, vor allem dann halt eben Mixtures mit Latakia, aber doch gerade jetzt bei den Aromaten, die Aromatisierung, die ist streng nach amerikanischen Verhältnissen. Sie ist halt intensiv dahingehend, dass das Aroma wirklich bis zum Schluss gehalten werden kann, und das tut es halt auch. Nur dass eben der Tabak immer noch so gut konditioniert ist und auch noch so intensiv schmeckt, ist halt auch ein Zeichen dafür, dass insbesondere in den USA Wirkstoffe und Chemikalien und alle möglichen Aromastoffe verwendet werden, die hier auf dem EU-Markt schon seit Jahren verboten sind. Ich denke mal, der gleiche Tabak in der EU produziert,
würde seine Aromatisierung nach spätestens 1-2 Jahren verlieren. Und nicht wie hier gekauft um 2014, 2015 herum. Jetzt haben wir inzwischen Mitte Oktober 2023. Das heißt, der Tabak ist 8, vielleicht sogar 9 Jahre alt. Noch beim Abgang durch die Nase ist der Tabak mild, aromatisch, leicht süßlich, leicht würzig. Man spürt dieses Aroma vom Ahornsirup. Es ist genau das, was ich mir unter einem Maple-Tabak vorstelle. Ahornsirup. Und nicht wie der Rum and Maple, wobei jetzt der R&M ja doch nochmal um Längen besser ist als sein Original Rum and Maple. Da liegen ja auch Welten zwischen. Aber ganz ehrlich, wenn einer wirklich einen Tabak haben will mit Ahorngeschmack, Ahornsirupgeschmack, Maple Leaf, Jane Boswell. Ja, offiziell darf man keinen Tabak mehr in die EU importieren. Viele tun es immer noch. Viele sind aber auch sehr erfolgreich. Es liegt also an euch, ob ihr denkt, riskieren wir es mal, ob ihr euch einen Tabak bestellen wollt. Wenn es klappt, könnt ihr euch freuen. Habt ihr die lange Freude dran haben. Und da die an Beuteln verkauft werden, gibt es keine festen Einheiten. Ihr schreibt ihnen einfach nur hin, welchen Tabak ihr haben wollt, mit wie vielen Unzen. Eine Unze sind so etwas über 30 Gramm. Da könnt ihr euch ja Pi mal Daumen abschätzen. Wenn ihr 2 Unzen nehmt, seid ihr bei 2 Unzen, etwas über 60 Gramm Tabak. Beziehungsweise nicht ganz 60 Gramm. Ich glaube, 2 Unzen entsprechen bei uns ungefähr 57 Gramm. Ja, es bleibt dabei, was ich aber auch von den Tabak erwartet hatte. Jane Boswells, wie gesagt, das Aroma hält durch bis zum Schluss. Ich werde die Pfeife jetzt in aller Ruhe genüsslich weiter rauchen. Jetzt kommt natürlich wieder der Klassiker, hier unten Kommentarfunktion. Wer von euch, das wird jetzt höchstwahrscheinlich eher an die amerikanischen Pfeifenfreunde gehen, wer von euch kennt den Tabak, hat von Jane Boswell den Maple Leaf vielleicht selbst schon geraucht? Wie sind eure Erfahrungen damit? Wie ist eure Meinung dazu? Lasst uns hierzu in gewohnter Weise ein bisschen austauschen. Ich bin wie immer neugierig auf euer Feedback. Danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch selbstverständlich weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier zum nächsten Review, Pfeife oder Tabak, das werden wir sehen. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.